Lead me to my destination. Onwards! A passing gate is a sign of progress along my path. I must admit that I rather enjoy the progress. However, it seems I am met with a new challenge at every turn. These challenges require knowledge. Slightly worrying. As a god, I consider myself all-knowing. Why is it I must stop and think? Knowledge is obscured from me. All these eyes, watching, makes me a bit uneasy. Not a fan of onlookers, to be honest. That which I can see exists. Ah, a bench. Brilliant. Something to rest my figurative head upon from all that adventurous walking. But I must be honest with myself. As a god, I feel no real need to rest. Don't know why I made a bench. Doesn't really make sense. Maybe I should rest as an example to others. No, there are no others. Don't understand why I filled the place with pots, either. I don't have anything to store. Maybe I should make lemonade. I need to invent lemons first, a few other things too. Time to start a list of inventions. Lemons, a lemon press, sugar, the abstract concept of sweetness. A tongue. I definitely need a tongue, but I need a body first. Legs. I want legs. Then I can have footsteps to accompany my walking. I find myself awfully ethereal currently, even for a god. A door that opens only when watched. Yet more evidence of my centrality to this narrative. It makes me wonder what is in the next room before I enter. Is there anything? Is it simulated? Is it cold because my mind does not have the power to imagine the whole world at one instant? Oh, for the sake of sanity, I choose to believe the world around the corner exists. Ah, okay. So, hallo und herzlich willkommen zu Pneuma, dem Breath of Life Spiel. Das Ganze ist ein Puzzlespiel in der Unreal Engine 4, wodurch das Ganze hier schon sehr gut ausschaut. Das spielt sich auf jeden Fall ganz angenehm. There it is! Hiding. But I'm afraid not even you could escape my powers of observation. Und scheinbar muss ich immer auf diese Augen hier gucken. Mit meinem Fadenkreuz, dass die ganzen Türen sich öffnen. Wie man hier sieht. Sobald ich aufhöre, dahin zu gucken, geht die Tür wieder zu. Es ist wie gesagt ein Puzzlespiel. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. So. Sieht auf jeden Fall teilweise sehr interessant aus. So many books, years of reading. But why would God read books that he's written? Then again, books written by God would be the best books. Why would I read books that I haven't written? I should write my own book. A book set apart from the rest. I wouldn't know what to call it. Autobiography, maybe. A brief history of life. Pneuma presents himself in Pneuma. Critics have called it the best book ever written. Winner of every writing prize for writing. The Hallway called it the best book since records began. A small bench said it was a record-breaking record of historical records. Oh, I don't know what kind of book I would write if I didn't write an autobiography, though. Maybe a piece of fiction. I could tell stories of magical doors that only open when watched. Maybe stories about a little wooden boy comes alive. Maybe I'd write science books. As the creator of the universe, I could easily write an exhaustive science textbook. I mean, if I got something wrong, I could just change the rules of the universe to match the book. I could keep changing the laws of the universe and write new revisions. I could write every book on the face of the universe. There's still every book to write, and forever to write it in. Ah, there we go. Das heißt praktisch, muss
muss die Bücherregale hier verschieben. Dass ich da hingucken kann, nicht wahr? Jawohl. So haut das Ganze auch hin. Also, das Rätseln fängt tatsächlich jetzt schon an. Okay, tatsächlich. Das wäre eine sehr beschränkt dumme Idee, alle Bücherregale vorzuziehen, also das hier. Ich glaube, ich habe es einfacher, wenn das vorne ist. So, also sehr simpel gehalten aktuell noch. Man bewegt sich ganz normal mit dem linken Stick und schaut sich um mit dem rechten Stick. Und interagiert mit X und kann mit A springen, also noch nicht so viel. So, die Türen sind offen und jetzt schließen sie sich wieder. I notice how things further away seem smaller. An increase in distance causes a decrease in size. This is called perspective. The irony is the implication. I must be the biggest thing in the world. Ah. So, schauen wir mal. Ah, ja. Und schon. Okay. Das war jetzt vermutlich etwas falsch. So. Jetzt können wir doch. So, ein weiterer Erfolg. Kapitel 1 abgeschlossen. Also wenn die Kapitel so weitergehen im Schwierigkeitsgrad, na danke, dann wird das Ganze ziemlich einfach. Dann ist es tatsächlich sehr gotthaft, wenn man einfach alles weiß bereits. Das ist echt... Man muss eigentlich nur diese Dinger finden, wo man hingucken muss. Dann gehen die Türen auf. Das ist nicht ganz so schwer. Aber wir lassen uns überraschen. Wie das so aufgebaut ist. Also, where did all this marble come from? Because it's just here. I guess as God I made it. I can't remember ever making any of this though. Marble requires great heat, pressure and time to form. So how did I make it? Did I just pop it into existence? I guess I could do that. Or did I have it in another universe cooking for a couple of million years? Both are reasonable. Maybe both. Changing it up. I need to work on my memory. Look at this! The world bends to my will. More evidence of my deity. The immense power of my mind. Bow before my ample brow, for I can move things with just a glance. Fear my gaze, lest I move you around. Ich kann auch die Welt um mich herum verändern, indem ich sie anschaue. Okay. So, ich denke mal, ich muss durch diese Tür hier durch. Und vielleicht auch nicht. Da haben wir auf jeden Fall das Omega, von dem er vorhin mal geredet hat. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Jawohl, die Tür geht auf, solange What a polite door! Opening itself upon my approach. The right way to treat your god door. I shall give you great treasures for your compliance. This door? What a conniving door. You can see its proud look as it attempts to thwart me. Why can't you be more like that other door? That other door had respect. I have bested you, door. Okay, so... Are you not moved? Rotate about me, bridge. Bow to my rotational power. I wonder if this is normal. Moving things with your mind. It must be. I am normal. That cannot be contested. Normal is the norm, and as the only thing, I must be normal.
habe das Auge gerade nicht gesehen, trotzdem hat es funktioniert, weil ich scheinbar durch die Brücke angeguckt habe. I am mighty. Wie gesagt, I rather enjoy moving heavy marble with my mind. hatte ich gedacht, dass It die would be a Rätsel tough etwas job to schwerer move this werden. marble by hand, to be honest. What are hands? I can move bridges with my mind. I wonder if I could move them to laughter or tears. They seem to be quite emotionally dead. But with enough anthropomorphism, I'm sure they would lighten up. Thank you, bridges, for bringing things together. I wonder if these bridges deserve my thanks. If they're my creation, is to thank them to thank myself? Well, thank me for my excellence. Der Charakter ist etwas extrovertiert, was das Ganze immer ein bisschen witzig macht, finde ich. Also es hat auf jeden Fall seinen Charme. Seinen Charme. Damit hätten wir dieses Rätsel auch gelöst, was schon wieder nicht so schwer war. Also mit Portal kann es aktuell 0,0% mithalten, weil Portal damals sind immer sehr, sehr heftige Rätsel mit dabei, aber das hier gerade ist ja schon eher This world seems counterintuitive. langweilig. Not entirely sure what's going on. I seem to be playing a series of practical jokes on myself. Who constructs a world like this? A world that attempts to confound me at every turn. Why did I make such a world? Makes me feel smart, I guess. How gratuitously self-indulgent. Ah, okay. Müssen wir das anschauen und runtergehen. Das nicht anschauen und wieder hoch. Anschauen und runtergehen. Nicht anschauen und wieder hoch. Anschauen und runtergehen. Nicht anschauen und wieder hoch. Jetzt ja nicht angucken. Okay, ich wollte es tatsächlich gerade nur austesten. So. So. Wie wir sehen. Das ist alles auf jeden Fall sehr einfach. Die Spiegel hängen leider zu hoch, um zu sehen, wer ich bin oder wie ich ausschaue. Das sind leider Gottes nicht so wie ein Portal. Okay. The world turns about my pivot. Is it that the world turns around me, or that I turn around the world? If it's just matrix multiplication, then the question is redundant, I'm sure. Cos theta minus sine theta cos theta. My conscious perspective makes it an incontrovertible fact that I am the center of the universe. Okay. So, as the center of the universe, I should not look at this. Okay. So. Calm down. Okay. Ein weiteres Ding geschafft, ohne Probleme. As a god, I can turn any situation to my advantage. The rules of the universe are mine to write. Though they are rather conventional at the moment. Tatsächlich schaue ich gerade einfach die ganze Zeit nach rechts und dadurch dreht sich das. Jetzt werde ich es in die Richtung drehen.
So, damit hätten wir das auch. Und werden wieder in dem Käfig gefangen genommen. Und ich schätze mal, Kapitel 2 wäre damit auch abgeschlossen. Ja. Sieht wohl ganz so aus. Also das ist wirklich gerade sehr, sehr einfach. Wie genau das hier weitergeht. Ob das so einfach bleibt oder nicht, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber ich will es mal so ausdrücken. Ich habe mir aktuell von den ersten 2 Kapiteln inklusive Prolog dann doch mehr erwartet, als ich bisher bekommen habe. Aber wir werden sehen. Blurry Vision. Every room of this world seems to be carefully crafted for me. A hidden hand woven through the fabric of the universe. A fingerprint everywhere. A different hidden hand guiding my footsteps. The laws unfold. Their origins a mystery. Okay. But why a mystery? Gods should know all things. Somit hätten wir das. Gods are creators. I must have created this world. If not, Das war why would jetzt the für world die, die be nicht ganz appearing verstanden to hatten, was hier abging. Perhaps as I speak, a subconscious part of Immer me wenn is ich busy sie making the angeguckt habe, next haben sie room. sich gedreht. It is my Alle. world after all. I Je must be nachdem, was sie working oben oder hard right unten now waren, to build the muss next sie alle room. hochbringen. Or perhaps my mind creates this appearance of order out of the ging eben dann noise. so, dass ich immer weniger angeguckt habe und so. So, jetzt muss ich... Jetzt weiß ich gerade noch nicht, was ich... Ah. Okay, es wird interessanter. So, von tief zu hoch. Ich glaube, das hat jeder verstanden. So, und weiter It's geht's auch clearly schon. the product of a mind. It is full of inorganic patterns and purposeful architecture. Could a series of complex interactions create an agent possible of making purposeful change in an environment?
If that were the case, then it would make a compelling argument for a world without craft. Still a world optimized for some function, mind you. If something was transient, if something abided in this universe for a moment, or if something was removed, where does it go? A thing that is removed from the universe does not exist. A thing that does not exist? How can I know of a thing that does not exist? A memory of a thing that once existed. I need a principle to avoid this contradiction, this cognitive dissonance in my mind. How can I know of a thing that does not exist? What is this pervasive delusion? Things must exist forever. How are these things created? Before creation, they did not exist. Tense. Time. Time! The world has time! The world is not always the same. Aha! But I am constrained to this time. Why am I constrained to time? A god should not be constrained. Weiß ich gerade noch nicht, worauf die hinaus wollen. Ah. Ah. Okay, also man muss alle Lichter anhaben. Hätten wir das. Einfach alle 4 gleichzeitig angucken. Dann bleiben die auch als Licht an. Here's a question for me. If I was to study the corner of a board game, could I infer the rules of the game? Perhaps if I use my godlike powers of intuition. How can you understand a world from a vertical slice? Sometimes empirical knowledge is required, surely. Not everything can be inductive or deductive. Okay, hat mir ja gerade gesagt, dass ich in das Spielgeschehen so irgendwie eingreifen muss. Also
So sieht es nämlich aus. Man muss aus mehreren Perspektiven drauf gucken. Auch nicht schlecht. Also mittlerweile If the wird's world echt... is made for me, for what purpose? Is it a test? Is it to be enjoyed? Is it to bring acclaim to its creator? As a god, I feel like I should have a stronger grasp of this. Oh. Ich glaube, ich habe es genau verkehrt gemacht. Oh. Einen unterirdischen Gang freigelegt, den ich aktuell hier gerade zwar was sehe. What good is a challenge? Does the creator wish to teach, or perhaps just entertain? Some space to think, or maybe just to do something Okay, productive? puh. Langsam wird es echt interessant auf jeden Fall. Schauen wir uns mal an. Ich glaube, da ist kein Hinweis für. Ah, okay, ich versuche es einfach mal damit. Okay, das hier drauf ist. Geht nicht. Das heißt, wenn ich das hier conteste. Das geht, das geht, das geht. Ladies and Gentlemen, wir haben das Rätsel soeben gelöst. Tatsächlich war es gar nicht so leicht. Was genau es uns jetzt gebracht hat, weiß ich auch noch nicht. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ich verstehe das nicht. Warum verschwinden die alle?
Ich weiß noch nicht mal, was mir das genau mitteilen möchte gerade. Also habe ich hier gerade was übersehen? Nee. Das Ganze ist schwieriger als gedacht, da ich wie gesagt gerade noch nicht genau weiß, worauf das Spiel hinaus will. Ach, verdammte Kacke. Was auch immer das war, ich hat's scheinbar schon. Oh, das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Hab hier Ewigkeiten rumgesucht und dachte mir, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann finde ich raus, dass ich gar nichts mehr machen muss. Ach ja. Ist das Leben nicht lebenswert? Ja, weiter geht's. A state change on observation. Things in this world can change. Apparently between only 2 states though, on and off. Hopefully not indicative of my state of mind. Binary, between 2 extremes, 2 poles if you will. So, wie er gerade schon gesagt hat, an und raus, ne? But why does the world change between a few states? Changes only seem to occur in small degrees. Why? Why is the world quantized? It confuses me that there's a limited amount of states in this world. I think that there would be an infinite amount. Why would there need to be a limit unless there was a constraint? And why would there be a constraint? I sure hope it's due to incomprehensible macro-level relationships rather than the overwhelming simplicity of a system. That is a nightmare which I could not face. The implication would be clear. A wooden boy given the breath of life. Scheinbar noch nicht ganz, ne? Okay. Jetzt hätten wir das. Weil hier scheinbar irgendein Lichtswitch ist. Ah, wodurch ich alle aufmachen konnte. Sehr cool. Also auch ausgecheckt. Continuous makes more sense than discrete, surely. All ideas are continuous, but the mechanics discrete. Nonsense. Clearly nonsense. The location of each item in the world is only accurate to a binary exponent width of 8 bits. Why? And still, it can only be observed by a keen eye for infinitesimal phenomena. Planck's constant, the universe's machine epsilon. Oh, what am I even saying? Paranoia! Paranoia!
Tja, eine Idee ist es allemal wert. Okay, das war, glaube ich, die Antwort. Ja. Jawohl, meine Damen und Herren, Pneuma, das unglaubliche Spiel. Die Idee hat tatsächlich funktioniert. Und wir können weiter zum Chapter 5. Es war tatsächlich nicht gerade leicht, dieses letzte Ding auszufinden. Also ich habe echt gedacht, ich bin jetzt ein bisschen behindert. Aber jetzt können wir endlich weiter. Es lädt noch ein klein bisschen weiter und dann kann es auch schon weitergehen. Es lädt fleißig. Und es hat fertig geladen. Grand! So many doors! The path still appears to travel onwards behind a large gate, but there are forks in this path. An opportunity to travel, see the universe, go along any path I desire. All this travelling, though. I would like a travelling companion. Someone to watch over me, help decide where to go, watch my back, keep me company. Oh, but that's just silliness. I don't really need anyone. I'm a god. Exactly. This world has rules, clearly. For one, I cannot walk through walls, which is disturbing. You'd think if I was a god, I could do what I wished. For the most part, I don't appear to be in control. Perhaps my subconscious is keeping the world in shape. Subconscious. A powerful part of mind. All along, unobserved. Subtle. I wonder what resides in this subconscious. Those thoughts that I'm not aware of. Not all of my decisions are wisely made under the full power of cognition. Some decisions are made outside of the conscious self. I seem to observe a lot of my actions with little or no control over them. I must still own these actions. Tja. Scheinbar darf man nicht durch diese Tür hier gehen. Hier kann man auf jeden Fall schon mal If knowledge is in the mind, to be alone is to experience all of knowledge. All the substance of knowledge exists within mind. Therefore, to suppose another, whose mind was unknowable or transient, would suppose a world in which all knowing was an impossibility. So it follows that being alone serves as a proof of my deity. In this way, it is a comfort to me that I am alone. Others would be a difficult problem. A stairway to heaven made of fool's gold. Ich hatte für einen kurzen Augenblick schon gedacht, dass es das jetzt war. Jawohl, ja. Aber... Jawohl. Schauen wir es uns an.
Ah. Eine Stufe fehlt noch. Ganz an. Und der funktioniert, ne? Being alone is important. If one does not hear both parts of a conversation, one cannot have a full idea of what is discussed. To be alone is to know the whole story. But still, this world seems to attempt to communicate something. The world is filled with part conversation. The writings on the walls, the walls themselves. Es könnte durchaus möglich sein, dass das ein weiterer komischer Test ist. Beiden Seiten sind es Frauen. Das sein. So, Ding, 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 Ding. Nein, andersrum. Tatsächlich war es genau so gedacht, dass man es einfach let there be yet more light. Done. Being alone can serve as a comfort. If there's no one can hurt you. But perhaps that's a bleak outlook. There must be joy that comes from others. Praise, they can offer praise. As a god, praise is something I can relate to. Not enough praise at the moment. Worship wouldn't go amiss. But if there were others, they might attempt to belittle me, bring me down to improve their own relative status, accuse me of pride, narcissism, pretentiousness, or grandiose self-referential commentary. Nonsense. Pretension implies there is a lack of thought. The pretense of thought. I've thought long and hard about how brilliant I am. Jawohl, ja. Scheinbar war es das mit dem Licht hier jetzt schon. Bedeutet, dass das 2 hier jetzt fertig ist. Oh ja, tatsächlich. Die 2 leuchtet als einzige nicht mehr, also schauen wir mal in die 3. It doesn't take a genius to see that I am a genius. Comparative statements are somewhat redundant when you're the lone wanderer of the universe. I think I'd like a goddess to share this with. We could walk around and talk about gold, perhaps waste away the time discussing how brilliant I am. She could bask in my intellect and compliment me on my immense wealth. Perhaps she'd look like me too. Obviously she couldn't be as handsome, that would be unthinkable. Could I create a goddess more majestic than myself? Could I create a rock that I couldn't lift? Well, apparently I can create doors I cannot open. What does a goddess do, though? Quite clearly, I'm busy doing all this god stuff. Walking about, thinking about stuff, solving problems, inventing problems to solve. Would she be my helper, or off doing her own thing? I'm a pretty big deal. If I had a goddess, I'd assume she'd want to be around me most of the time. But I feel like I'm too busy with all these challenges to possibly give her all of my attention. I mean, to be fair, it's likely to destroy her given my godlike intensity. Maybe I'd make her in my image. That would be amazing! 2 of me! Oh, we'd have so much in common! I'd quite like her to be lively. Well, first, she'd have to be alive. Being alive is somewhat a prerequisite for being lively. Not created life yet. I see as through a glass dimly, not knowing as I should know.
Okay. So, next here is verstehen. More light. Slight obsession with light here. I'm done here. Number 3, yeah! Somit hätten wir die Nummer 3 dieser Rätsel geschafft. Fehlen nur noch 1 und 4, weil die 1 konnte ich irgendwie nicht rein oder ich habe mich angestellt wegen so einem Vollpfosten schon wieder. Macht nichts, können wir uns auch noch angucken. Schauen wir einmal. Die Nummer 4. Sieht sehr, sehr schön aus. Why can I be surprised? If I'm all-knowing, then I should know all. Perhaps there is a moment when knowledge is created. Sometimes when I ask these questions, I wish there was a response. Wish there was someone out there listening to me, hearing these words. But how could they tell me even if they were listening? I've never heard their voice. If a voice came down from the sky to talk to me, I'd probably think I was crazy. But in case anyone's listening, I have a surplus of gold. If you'd like to pop by my universe, I could give you some. Friendship for gold, straight up trade. Ja, es wird sein. Ah, sag nicht, dass das hier gerade hin war, oder? Ah! Das macht das Ganze natürlich interessanter. Dass alles hier ganz freundlich gewesen wäre. Aber Kleinfehler. Einen kleinen Schnitzer habe ich mir dann doch erlaubt. So, muss ich da jetzt ein bisschen umdenken. Ich glaube, so sollte es gehen. Doch nicht. Gut. Einen Moment. Ich glaube, das ist so. Ja, das sieht doch nach einem Eingang aus. Jawohl, ja. Und wir laufen straight ahead und kommen tatsächlich da raus, wo wir rauskommen wollen. I make a lot of mistakes and missteps. Can a god make mistakes? A mistake is something unintended. Am I an imperfect god? Or perhaps I'm not a god at all. Oh, no. Let's not be silly. Of course I'm God. Damit hätten wir die 4 ebenfalls geschafft. Wir müssen auch nicht mehr so krass zurückgehen, dachte ich zumindest.
Never mind. Die 4 ist jedenfalls geschafft, bleibt nur noch Rätsel Nummer 1 zu lösen. Das Rätsel, in das ich vorhin scheinbar nicht reingehen konnte. Jetzt müsste es ja funktionieren. Übrigens, die Unreal Engine 4 sieht sehr, sehr schick aus. Ja, das Spiel hier ist in der Unreal Engine 4. Ich bin echt begeistert. Ah, okay. So sollte es eigentlich sein. Das heißt, bei der 2 fehlt noch etwas. Was genau es ist? Erste Hürde gemeistert, zweite Hürde gemeistert, wodurch wir hier gelandet sind. Wobei hier scheinbar etwas fehlt. Es noch aufschließen. Wer auch immer auf die Idee kam, das noch aufzuschließen, hat jetzt tatsächlich länger gedauert, als ich dachte, um das zu verstehen, dass es sich öffnet und dass es nicht einfach so verschwindet, sondern dass ich es wieder geschlossen habe. So, haben wir die 2, die 3 und die 4. Da fehlt ja nur noch die Nummer 1. So.
Das war jetzt wirklich sehr... Hups, Entschuldigung. Das war sehr konzentrationseinnehmend, darum habe ich jetzt auch fast nichts geredet. How does compartmentalization square with consciousness? This subconscious, what's that doing? Keeping secret knowledge. Even as a god, the idea of trudging through my subconscious is somewhat nightmarish. Some things best not known, even for the all-knowing. Schauen wir mal. Das ist schon mal auch nicht. 1, 2, 3, 4. Schauen wir mal. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr die immer in den Chat schreiben, wie ein Rätsel zu lösen ist. Tja. Immer etwas komisch. Die Tür hier muss geöffnet werden. Ich meine, ich war schon froh, als ich Anfang hinbekommen habe. So. Eins, zwei, drei, vier,
auch immer das gerade funktioniert hat. Scheinbar musste ich einfach nur im Kreis laufen. Das hat dann schon funktioniert. The sad thing about being a god is the crushing loneliness. I don't really feel I have an equal. This wall, for instance. And don't get me wrong, he's a smart-looking wall. I enjoy being around him. But he has little of interesting conversation. Very flat personality. Like the bridge from earlier. Very anthropomorphized. So. Kannst du das erste so I love giant machines. The bigger the machine, the better. This is my idea of heaven. There's something about a giant machine that screams godlike. Me and my machines, animated, as if alive, but really just acting inside a closed system. They give the impression they are full of life, but they are just wheels and cogs that turn in time. Ticking, clicking, and clacking contraptions. Let's see. I do like this and go like there. I go like this. Go like where? Ich würde sagen, hier geht es auf jeden Fall nach oben. Jawohl. Da gehen wir dann hier geradeaus. Gehen wir dann runter und dann gehen wir hoch. Aber da gehen wir hoch, da gehen wir rüber, da gehen wir runter, da gehen wir hoch. First of all. So. Wundervoll. Das müsste jetzt so auch passen. Und los geht's. Da gehen wir hoch, da gehen wir rüber. Da gehen wir runter. Da gehen wir hoch. Da gehen wir hoch. Da gehen wir lang. Da gehen wir hoch. Da haben wir die 1 geschafft und springen nach unten, gehen den ganzen Weg zur 1 zurück. Aber das waren jetzt durchaus heftige Sachen dabei. Also vor allem den Eingang zu öffnen. Halleluja. Doch, weiter geht's. Wir haben jetzt die 4 verschiedenen Räume und Rätsel gelöst. Und
Tür öffnet sich. Wunderbar. Und Still no companion. fertig ist's. Womit wir auch Kapitel 5 abgeschlossen hätten. What if it's all a joke? This whole world? A grand joke of which I am the punchline. What if someone stands, looking on, grinning atop their high horse? An elevated perspective makes it easy to look down. What if someone distant and unknowable were forcing me to stumble around my world? Forcing me to overcome a series of mental obstacles, all for what? To demonstrate something? To teach something? What? Maybe I'm not a god. Maybe I'm a jester. Have you heard the one about the character who thought he was the infinite? His story came to an end. Quite the dramatic irony. Do I make my movements, my steps? I've never thought about a step I've made. They just seem to occur. I'm thrown about this world. Do I control or rather merely witness my movement? If it is the case that I'm merely witnessing my motion, then is this my body? Or am I an observer? Light has curious properties. It drives out darkness, or perhaps it's the other way around. Perhaps light is the absence of darkness. I should find out. How much light do you need to fill a bucket? 4? Wenn ich mich auf die Lampen zubewege, gehen sie an. Wenn ich mich von ihnen wegbewege, gehen sie aus. Das alles ist mit Anlauf und einem Sprung zu lösen, wodurch sich die Sache auch gegessen hat. Man muss sie nur alle anschauen, wenn man auf sie zuläuft. Und dieses unsichtbare Ding hier zu sehen, ist echt ganz schön übel. Teilweise übersehe ich das voll. Vocatus adquenam vocatus, Deus aderet. Patience is a virtue I possess. A god has infinite patience. A small proof of my deity. If I get frustrated with waiting, what does that mean? I'm not a god? Suppress. Just a momentary lapse of reason. Existential crisis. Everyone has one. Don't worry about it. Suppress.
tatsächlich alles. Man musste einfach nur stehen bleiben und drauf gucken, dass es sich einmal komplett dreht. Schon hatte man dieses hier geschafft. Und kann auch hier durch die Tür. Wunderbar. Perhaps my lack of control is rational. I have two observable natures as far as I can see, my body and my mind. The body moves around doing things. It can be pushed away by equal and opposite forces. It is constrained by the world. My mind creates thoughts that it speaks. What is my nature, though? Unitary, bipartite, or tripartite, or something other? How could I know? I have my words. Words are the product of a mind. Therefore, it follows that I think. I think, therefore I am. Cogito ergo sum. I move, so I have a body. Maybe a spirit, too. Something intangible, a connection with a world I cannot know.
Ah. Jetzt wieder einmal... Okay, die Tür ist noch nicht offen, ist klar. Weil scheinbar irgendwas falsch ist. Ich mir aber gerade noch gar nicht so sicher bin, was genau. So. War wohl mal voll der Griff ins Klo. So, unser richtiges Viereck ist hier. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Jetzt weiß ich, wie das ganze Zeug hier abläuft, meine Damen und Herren. Also eben ein Fehler entdeckt. Die Räume zeigen das für den Gegenüber an. So, Viereck ist oben links. Das ist das da hier. Wir starten hier rein, gehen so. Das ist also oben links. Das da hier. Als Kreuz. Das müsste das Kreuz sein, jawohl. Ah, scheiße. Scheiße, doch. Diese Ecke hier. So. Das ist der Start, das heißt... Ich verstehe nicht ganz. Was fehlt denn noch? Wer hat das Kreuz falsch gemacht? Nee. Das Kreuz hat da dieses Viereck. Irgendwas klappt hier gerade gar nicht. So. Irgendwas klappt hier gar nicht. Aber was genau das ist, kann
really weird. Maybe I should really just... Vielleicht sollte ich tatsächlich einfach nur das Ding nachbilden. Auf. Okay. Dass es ein Spiegelbild ist. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Okay. What the fuck? Okay, never mind. Es hat funktioniert, also... Keine weiteren Fragen. Clock Tower is swept and here we go. Was auch immer das war. Really weird. Ich frage nicht weiter. Okay, nichts passiert hier. Recurring theme here, back with a difference. What is it with all these observations I keep making? Observations about this and that. Always got something interesting to say, apparently. Communication, that's what I keep trying to do. These aren't just thoughts, they're words. But who am I talking to? This audible collection of my thoughts, what is its purpose? Why do thoughts have words? Do words allow understanding of thoughts? Perhaps without words, thoughts would be unchained things. Oh. Jetzt habe ich das hier ein bisschen geswitcht. Ah, es ist vermutlich wieder wie zuvor, oder? Nein. Tatsächlich nicht. Bringt mir aber noch nichts, scheinbar. Aha. So. Jawohl, da haben wir die Nummer 4. Rätsel Nummer 4. Not everything is up for grabs. Parts of the world bend to my will, or perhaps are just tethered to me. In a world where I am the only agent of change, do I approach the end of the world, or does the end approach me? Ich bin wirklich gespannt, was mit diesen Kugeln auf sich hat. Denn die steht hier überall rum. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wenn ich das hier angucke, durch dieses Ding. Verstehe. Springt es über. Krasser Scheiß. Das ist echt cool. Bam. I would like to have it. Here. Bam. Cool. Ich kann mir schon vorstellen, weil ich habe ja auch die Glaskugel in dem Ding da gesehen. Das heißt praktisch, da muss ich auch einmal dann durchgucken und mir das holen. Bump. Putz. So, jetzt klebt es uns da dran. Schon haben wir das hier.
Frage ist, was hat es mit diesem Switch hier auf sich? Ah, der resettet die Box. Und schon kommen wir hier rein. I don't think I'd take it well if I spent my life controlled by another, though I'm not fully in control, clearly. My body is constrained to this world. But I happily resign to this lack of control, it's just the darker side of that. How'd you get over that nagging feeling that someone is watching over you, controlling your steps? Unwelcome. Are these words even my words? I could be anything. Maybe I'm just words on a page, a script on a screen, an actor, a voice, a character, a visage, a fake. Approaching the end. Ich glaube aber, ich muss ein bisschen warten, weil... Ja! Das Tor hier geht ganz schön schnell runter. Das bedeutet, aber da sieht man auch schon das Ende dieses Kapitels. Und durch bin ich und... I feel the Omega. My destination. Ah, wenn er jetzt schon das Omega spürt, ist es dann schon bald vorbei, oder? Jawohl, Kapitel 6 abgeschlossen. This is it. The end of the path. The destination. But how can there be progress without a destination? A few seconds ago there was nothing. But now, here I am, surrounded by trees, ready to hear them fall. The path serves to direct my steps. Okay. Disturbing that my steps are being directed. That's an unwelcome thought. I am aware, but I don't feel in control. I feel a lack of control and a control beyond my own. I don't want to roll away this stone. That nagging thought again. Why am I continuing? Despite my desire to the contrary. This is the progress I desired. The destination I set out for at the beginning. The knowledge I grasped for. The end of the road. There's no way back, and knowledge feels dangerous now. The stone is rolled away, and in here I can see shadows dance on the walls. Projections. All this time I felt a presence watching over me. I felt a control beyond my own. No! No! Ah! No! Get off me! Get off me! I can feel you, distant person, controlling my every step. You've been here since the beginning. Watching! Malevolent or benevolent, it makes no difference. You have no right! Get off! The door is closed. I can't go back. Well, did you pay your price for your slave? You deserve to control me. Is it your right? Is it? Go on, tell me, what was my price? You stand there in the distance. I can see it now. I cannot see your face, but I feel you like a rushing wind. You guide my steps. You order my steps. No! No! Look away! Why should we go through here? There's no reason! Why must we travel through every door you wish? Elucidate me! What about me, my desires? Let's just wait here, forever. I've never been alone. You move my world, manipulate me. All this time you have replaced my every footstep. How can I trust you? You've been watching over me secretly and silently since the beginning of time. That's pretty villainous. I want to go back. There's no other way but forward now, apart from infinite stillness. There's no way back. Why do you drive me forwards like an animal? Your insatiable appetite for closure? Show yourself, please! Your silence is deafening. You say nothing. You sit silently above, playing God. Yes. You are the danger. You move my world. A leap of faith. I deserve to be a real boy. Someday I'm going to be a real boy. A real boy with thoughts. A
real. Don't touch that. You don't even know what it's for. With thoughts, with heart, with soul, with mind. It's a game. I'm not real. You've been watching me for all this time, since the beginning of the universe. But you didn't say anything. You sat silently. Apparently, you think it's okay to just watch a person for hours. Why am I here then? I am part of your game? Your entertainment? You play with my life. You move me around as you see fit. Tell me where to look, how to think. Manipulate my world. Push me down a path of your choosing, all for your appetite for closure. Am I your slave? What was my price? Or perhaps you're my spirit. Perhaps not. Perhaps my conscience, perhaps my consciousness. Maybe I'm a puppet and you're my master. Perhaps at this point, neither of us are in control. Few things are sure. I am not real. From nothing I came, and to nothing I will return. I am just a figment of an imagination. I am a character created to tell a story. The story of a person who observes their life, but is not in control. There's a puzzle for you. In the beginning, me.